Heute Morgen sind tatsächlich Polizisten hier lang gefahren und haben geguckt. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich das in Spanien weiter verhalten wird, ob wir so willkommen sind. Hallo. Oh. Leute, das ist das Zeichen. Ab in den Süden. So, eine Station haben wir noch. Ich weiß nicht, wie viel Fabi gerade schon erzählt hat. Ich gehe jetzt noch einkaufen und dann nichts wie weg in die Sonne, ey. Also, ich glaube, die Motivation könnte nicht größer sein. Ich brauche eine Pfandflasche und 1 Euro. Wenn das mal keiner weiß und Weihnachten werden, dann weiß ich auch nicht. Es schneit einfach nur. Wir sind gerade in Ulm. Wie Annes gesagt hat, sind wir auf dem Weg Richtung Süden. Und wir müssen jetzt noch einkaufen. Es ist schon dunkel und wir wollen heute eigentlich noch nach Genf fahren. Es sind noch ungefähr 5, 6 Stunden. Mal gucken, bei den Verhältnissen vielleicht auch 7. Es wird eine anstrengende Nacht heute, beziehungsweise einen anstrengenden Abend. Mal gucken, wann wir ankommen. Und ob wir heile ankommen, vor allem, das ist ja immer das Allerwichtigste. Es schneit schon ziemlich doll. Haben wir jetzt nicht so damit gerechnet. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann vor allem in der Schweiz wird. Jetzt erstmal noch Vorräte auffüllen, ein bisschen was einkaufen. Und dann geht's los Richtung Süden. Und es wird auch Zeit, glaube ich, dass wir in den Süden kommen, weil es wird langsam unangenehm. Schafft für heute. Um 1 Uhr morgens sind wir jetzt in der Nähe, kurz vor Genf, angekommen und räumen jetzt erstmal unsere Einkäufe noch weg. Das haben wir ja noch nicht geschafft. Ja. In der Schweiz liegt schon echt gut Schnee. Also die Chancen stehen gut für Mitteleuropa, für ein paar schöne weiße Weihnachten. Wir freuen uns auf ein bisschen wärmeres Wetter. Ich hoffe, wir kriegen das morgen schon. Ich bin mal gespannt, wie wir morgen durchkommen. Unser Ziel ist für morgen wieder ein ganz schönes Stückchen zu fahren. Ja, ich glaube, für heute sind wir erstmal durch und freuen uns jetzt aufs Bett. Und dann geht es morgen weiter Richtung Sonne. Ja, wir sind sehr motiviert, wir haben Bock und sind K.O., aber zufrieden. Ja, definitiv. Ist gut gelaufen heute und ich hoffe, morgen läuft es genauso gut. Wir haben gut geschlafen und sind im Schnee aufgewacht quasi. Also es liegt hier tatsächlich auch noch Schnee. Das ist das Zeichen, dass wir noch weiter südlich müssen. Aber ist gar kein Problem. Wir sind wieder sehr motiviert. Wir machen uns jetzt noch ein Käffchen. Ich schmier uns ein paar Brötchen. Aber als allererstes im Dezember eine ganz wichtige Aufgabe. Heute ist der 10. Oh. Auftap. Was ist das? Ein Brötchenbeutel. Brot- und Brötchenbeutel. Brot? Mega, gell? Wir haben so oft irgendwie nach Brötchen übrig. Während Anne für die Verpflegung für uns beiden sorgt, schaue ich schon mal mit dem Handy, wie unsere Route für heute aussieht. Wir wollen heute auf jeden Fall noch bis nach Spanien kommen. Das sind so in etwa mit einem normalen PKW 7 Stunden und eine Menge Mautstationen, weil wir werden uns das garantiert nicht über die Landstraße antun, weil wir jetzt einfach in die Wärme kommen wollen. Und obwohl Frankreich natürlich echt extrem hohe Mautkosten hat,
Ich glaube, es lohnt sich tatsächlich auch finanziell, weil der Diesel einfach gerade teuer ist, einfach über die Autobahn zu fahren und die ganzen Kreisverkehre auszulassen. Frankreich ist ja nicht so angenehm zu fahren, weil es sich ja doch ganz schön zieht. Und wie gesagt, die Kreisverkehre mit einem großen Auto, das nervt auf die Dauer einfach nur. Ich hoffe, wir sehen jetzt hier noch ein paar Berge in Genf, wenn wir hier rausfahren. Liegt ja auch direkt am See. Ich hoffe, wir sehen ein bisschen was. Es ist echt schade gewesen, dass wir gestern Abend im Dunkeln einfach durch die Schweiz gefahren sind und kaum was gesehen haben. Aber das ist einfach die Natur der Sache. Im Winter ist halt einfach dunkel. Das ist halt immer ein bisschen schwierig mit dem Sehen dann. Ansonsten hat die Fahrt gestern echt gut geklappt. Wir haben uns mit gut Kaffee und Cola versorgt und sind dann wirklich bis um 1 durchgefahren. Das ging schon. Das Tolle ist, nachts sind halt auch einfach die Straßen leer und dann ist es angenehm zu fahren. Ich hoffe heute auf einen Samstag wird es ähnlich leer werden wie gestern Abend. Alles abfahrbereit, glaube ich, oder? Licht nur aus. Okay. Alles gesichert, verräumt, Gas abgedreht. Kaffee gemacht. Kaffee, Proviant geschmiert. Ich glaube, wir sind tipptopp vorbereitet heute. Und es ist hell. Das macht es ja auch nochmal leichter. Und dann machen wir heute zwischendurch einfach irgendwo Pause, ein Stündchen und dann geht das schon. Kommt ihr mit? So, wir haben es geschafft. Keine halbe Stunde gefahren und schon sind wir in dem nächsten Land. Wir sind jetzt in Frankreich und es liegt immer noch Schnee. Das hat sich noch nicht geändert, aber das wird sich hoffentlich ziemlich schnell ändern. So wie wir gestern geguckt haben, unser Ziel hatte ungefähr so 16 Grad heute. Ja. Mal gucken. Hier sind es ungefähr 0 Grad. Schön Schnee. Von Genf haben wir leider nicht allzu viel gesehen. Ja, wir fahren jetzt hier mitten durch die französischen Alpen durch und gucken wir mal, dass wir mal gut durchkommen. Aber ich denke, das wird schon. Vielleicht kommt sogar die Sonne, da hinten sehe ich ein bisschen Sonne. Wo Fabi gerade gesagt hat, dass wir jetzt keine halbe Stunde später in Frankreich sind, ich finde das immer wieder total faszinierend und auch das richtig Schöne an Europa, dass man so schnell einfach verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Länder hat. Und das ist auch, wo wir letzte Folge schon über Privilegien gesprochen haben. Das ist natürlich ein Riesenprivileg, was wir auch als Europäer haben, dass wir super leicht über die Grenzen fahren können, jeweils auch keine Kontrolle oder nichts. Und ja, Frankreich ist einfach wieder was komplett anderes als die Schweiz. Und gestern waren wir um die Uhrzeit noch in Deutschland. Also ich finde es immer wieder total cool und sollte man sich ab und zu mal wieder bewusst machen. Es ist auf anderen Kontinenten halt gar nicht so easy. Das ist mit Abstand das Coolste an Europa, diese ganzen vielen Länder und Kulturen und damit ja auch verschiedene Lebensmittel und Geschmäcker und Mentalitäten. Und weiß ich nicht, es ist ja wirklich komplett unterschiedliche Länder. Wir haben auch gerade nochmal festgestellt, dass die französische Sprache ja gar nicht unterschiedlicher zur deutschen sein könnte, gefühlt. Anne kann so ein bisschen Französisch zum Glück. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich bin nicht so der Sprachenkünstler. Du hast sogar Länder, wo 3 Sprachen gesprochen werden, wie in der Schweiz. Ist schon verrückt. Also die Schweiz ist eigentlich schon ein bisschen ein Sinnbild für Europa, obwohl sie nicht in der EU sind. Repräsentieren sie schon für mich ein bisschen auch, dass man auf einem kleinen Land so viel Vielfalt haben kann. Und Europa als Kontinent ist ja auch nicht wirklich groß, wenn man es mit anderen Kontinenten wie jetzt Afrika oder Amerika vergleicht. Und es ist einfach verrückt. Es ist total verrückt, aber auch schön, dass Europa sich so dahin entwickelt hat. Und man muss sich das auch in heutigen Zeiten immer wieder vergegenwärtigen, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass das einfach nicht möglich war und dass die Länder miteinander im Krieg waren oder in Konflikten oder sich nicht wohlgesonnen waren. Und das ist wirklich ein absoluter Vorteil an der EU. Und auch wenn die EU sehr viele Fehler macht und sehr viele doofe Sachen und nicht ausgeklügelt ist an der einen oder anderen Ecke, aber der Punkt, dass wir in Frieden leben können, ist der wichtigste. Und das haben sie gut gemacht.
ein bisschen einen Deep Dive hier am Morgen. Ich glaube, das ist noch unser Schlafmangel. Wir genießen jetzt einfach mal noch ein bisschen die Schneelandschaft, weil so gern ich die Sonne und die Wärme mag und mich auch riesig jetzt darauf freue, es ist natürlich trotzdem schön mit dem Schnee. Also es sieht schon immer toll aus, aber naja, ich werde trotzdem kein Winterfreund. Neue Nachricht. Die warte noch. So, die erste Mautstation Oh ja. von vielen. Jetzt gucken wir mal. Das ist das, was so. Achso, ich glaube, wir kriegen Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist. Doch. Ticket erstmal nur. Ah ja, Ticket ziehen. Dann nehmen wir mal hier oben ein Ticket raus. Okay. Ne, ich muss hier unten rausnehmen. Na gut. Das kostet erstmal noch nichts. Euer wird das später. Gut, also es ist schon wieder eine Weile her, dass wir durch Frankreich gefahren sind mit Maut. Deswegen anscheinend ist es so, man zieht erst ein Ticket und zahlt dann nach dem Streckenabschnitt für die Maut. Ja. Gucken wir mal. Und man zahlt viel. Ja, das Stellt stimmt. euch schon mal drauf ein, Frankreich Maut ist, glaube ich, teuer. somit die teuerste, würde ich mal behaupten, in Europa. Aber bei den aktuellen Dieselpreisen lohnt sich halt auch das länger gefahren nicht. Und weil wir ja wirklich das Ziel haben, sonst hätte man sich Frankreich noch angucken können. Ja, wir haben uns gestern noch mit zwei ganz lieben Bekannten in Ulm getroffen, die sich jetzt auch bald auf dem Weg Richtung Spanien machen. Und die haben uns nämlich erzählt, die haben sich diesen kleinen Transponder, diesen elektronischen Transponder vorher bestellt. Und wenn man den dann im Auto hat, dann kann man ja einfach durchfahren durch Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und zahlt dann die Maut quasi online. Das geht natürlich auch. Allerdings, so wie ich es verstanden habe, hat man keinen preislichen Vorteil, wenn man diesen Transponder bestellt. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob es irgendwie einen Trick gibt, irgendwie einen Discount irgendwo zu bekommen. Ich weiß, ich glaube in Norwegen kann man sich das ja auch vorher bestellen und da ist es, glaube ich, dann sogar einen Tacken günstiger. Gilt für Südeuropa, meine ich nicht, aber we don't know. Wenn ihr irgendwas mehr wisst und ihr irgendwelche super Mauttipps habt, immer gerne her. Das ist immer sehr willkommen, aber ich glaube, die Franzosen wollen schon unser Geld haben. Frühstück. Nice. Ich dachte, wir haben den Schnee hinter uns gelassen. Aber irgendwie will er uns noch nicht gehen lassen. Hier ist es jetzt wieder richtig schön weiß. Sieht toll aus. Aber nee, wir wollen weiter im Zug. So, wir müssen tanken und müssen jetzt auch raus, um zu tanken und müssen jetzt erstmal Maut bezahlen. Gucken, was das kostet. Ticket rein. Ticket rein. 35 Euro. Mensch, sehr schön. Ey, Schatz, das ist gut. Ja, ich weiß, ich will ein Dings haben. Ja. Also ich musste jetzt hier bei der Tankstelle schon kurz mein Schulfranzösisch auspacken. Man musste hier nämlich vorher quasi auf einer Karte das autorisieren, einen gewissen Betrag, und dann tankt man erst. Also die vergewissern sich hier, indem sie quasi die Karte schon blocken. Und wir haben uns gerade richtig gefreut, weil wir gerade für 1,66 € getankt haben. Also das sind die Freuden eines Vielfahrers. Mal schnell einen Handtuchschatz mitnehmen. Schnell jetzt voll getankt. Zu gierig. Nee, das versau ich nur. Was brauchst du denn? Ich habe mich voll gekleckert mit Diesel. Fabi war bei dem Preis gleich zu gierig. Äh, Das ist ein Schlüssel und sich selber voll gebaut. Wir haben jetzt eine richtig lustige Situation, und zwar haben wir gerade mit Instagram mit zwei lieben Menschen geschrieben, die wir auch auf Mallorca schon mal persönlich kennengelernt haben.
Grüße gehen raus an Amelie und Tisi von Rosie's Road. Und die fahren jetzt quasi genau in unsere entgegengesetzte Richtung, Richtung Norden und wir Richtung Süden. Und wir warten jetzt quasi nur darauf, dass wir uns auf der Autobahn begegnen und zuwinken können. Fabi ist jetzt hier zum Van-Spotter geworden und vermutet hinter jedem Wohnmobil die beiden. Mal gucken, ob wir sie wirklich sehen, aber es bahnt sich jetzt hier auch schon ein schöner Sonnenuntergang an. Jetzt kommt was? Ja, und wir haben tatsächlich auch nur noch knapp 2 Stunden 45 bis Spanien. Und es kommt jetzt auch noch gar nicht so lang jetzt vor, dass wir schon wieder so lange unterwegs sind. Also wir haben richtig gut Strecke gemacht, sind gut vorangekommen, die Straßen waren leer, haben vorhin eine längere Pause gemacht und oh, guck mal. Angekommen im Norden von Spanien. Wir haben es uns ein bisschen wärmer vorgestellt. Es sind ungefähr 5 Grad. Sind hier gerade an der Tankstelle und haben erstmal neu aufgefüllt und füllen jetzt noch Wasser auf. Das ist hier gleich mit inklusive, das ist ganz cool. Man kriegt sogar einen Tankrabatt als Camper. Das haben wir auch noch nie gesehen. Also richtig coole Station hier. Und dann geht es für uns irgendwo hin nördlich von Girona. Es ist übertrieben windig. Ich habe das noch nicht erlebt. Also es liegt bestimmt auch an unserer Fahrzeuggröße. Aber dass das so gefährlich ist und also gerade Südfrankreich und dann über die spanisch-französische Grenze drüber, das war übertrieben. Habe ich noch echt nicht erlebt. Also weiß ich, warum ab und zu mal ein Auto von der Brücke fällt, weil es so doll gewindet hat. Das ist schon echt heftig. Da muss man richtig aufpassen. Ja, wir sind jetzt in Spanien, 24 Stunden später und wir sind direkt in Spanien. Es ist echt cool, jetzt noch Wasser auffüllen und dann fahren wir noch eine halbe Stunde zu einem Stellplatz und ich denke, ich werde uns dann heute auch noch echt was Leckeres kochen, dass wir den Abend ganz gemütlich ausklingen lassen und dann gucken wir morgen, ob wir morgen noch weiterfahren, ob wir erstmal ruhig am Platz stehen bleiben. Kommt auch ein bisschen auf die Temperaturen an. Schade, dass wir uns nicht noch irgendwo verabreden konnten. Richtig freundlich von irgendeinem, ja, weiß ich auch nicht, so einen netten Mann gegrüßt. Sehr nett. Eine sehr camperfreundliche Tankstelle, würde ich mal sagen. Wir haben uns um einen Tag verpasst, das ist ein bisschen schade. Hätten wir schon noch gerne gesehen, die beiden. Die haben wir letztes Mal auf Mallorca gesehen. Ja. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Wir haben die Erfahrung gemacht, so Leute im Van sehen sich immer mal wieder. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass wir uns einen anderen mal wiedersehen. Natürlich ist da eine Menge Dampf auf dem Kessel. Gibt's was, Chefin? Ja, eigentlich wollte ich noch eine Zitronenpasta mit einer frischen Tomatensauce und Zitrone machen, und Feta, aber der Feta ist leider schlecht. Es wird improvisiert und ich mache uns einfach eine frische Pasta Arrabbiata. Egal wie spät es ist und wie spät wir ankommen. Alle, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen das. Ein frisch gekochtes Essen muss noch sein und ich glaube, ja, dann können wir den Abend auch richtig schön ausklingen lassen. Ich bin jetzt auch froh, dass wir angekommen sind. Wir stehen jetzt tatsächlich am selben Platz, als wir vor über einem Jahr eine richtig stürmische Nacht hatten. Ich hoffe, dass es heute ein bisschen ruhiger wird. Wir zeigen euch morgen, in welcher Stadt wir uns befinden und gehen noch ein bisschen spazieren. Ich hoffe, dass morgen das Wetter ein bisschen wärmer ist. Ja, mal gucken. Vielleicht werden wir morgen schon wieder weiterfahren. Aber das entscheiden wir morgen spontan. Jetzt werden wir erstmal eine ruhige Nacht machen. Noch ein bisschen Fußball, WM, vielleicht noch ein bisschen gucken und dann geht's ins Bett. Ich sehe noch ganz schön verwuschelt aus. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht hier in unserem wieder mal ersten Stellplatz in Spanien. Und ich habe heute früh schon die Möwen gehört und dachte dann schon so, das war das richtige Zeichen. Wir stehen wieder am Meer. Fabi liegt noch in den Federn. Guten Morgen, Schlummerbacke. Ich habe die Möwen nicht gehört. Echt nicht? Nee.
Ich habe auch unsere programmierte Standheizung nicht gehört, die ich programmiert habe. Die ging nämlich gar nicht erst an und deswegen war es heute Morgen echt frisch. Fabi hat sich nicht richtig programmiert. Aber scheint doch schon durch unsere Luken hier ein bisschen Sonne rein. Ich bin gespannt, was wir gleich sehen werden. Müssen mal gucken, ob uns das hier warm genug ist oder ob wir noch heute ein Stückchen fahren. Aber das gucken wir dann später. Jetzt muss erstmal das Frühstück, ich muss erstmal aufstehen. Was uns noch aufgefallen ist, wir lagen so im Bett und dann haben wir gesehen, dass unser Max-Fan echt richtig staubig war. Und dann haben wir gestern Abend noch hier das Gitter sauber gemacht. Und Fabi möchte jetzt auch noch die Rotorenblätter ein bisschen sauberer machen. Das war echt richtig staubig und klar, so Fett, so von wenn die Küchensachen da abziehen, das sammelt sich schon mal an, das muss man ab und zu mal putzen. Aber ich kann euch einfach mal ganz kurz, mutig wie ich bin, mit vor die Tür nehmen. Dann gucken wir mal kurz einen Sneak Peek hier um die Ecke. Frühstück am Strand. Ja, das ist mal richtig cool, würde ich sagen. Wenn nicht hinfallen, dann haben wir nämlich kein Adventsfrühstück am Strand. Also ich habe euch ja vorhin schon mal mitgenommen. Und wie gesagt, wir waren hier auch vor etwas mehr als einem Jahr schon mal. Da war es aber so stürmisch. Deswegen ist es so schön, dann heute den Strand auch so komplett ruhig zu sehen, beziehungsweise das Meer so ruhig zu sehen. Und ich finde den Strandabschnitt echt toll. Ich schätze, auch in der Hochsaison könnte man hier nicht stehen. Also dann sind hier Ferienwohnungen oder so Finkas. Und dann würde man sich auch einfach, glaube ich, unwohl fühlen. Aber jetzt in der Off-Season sind hier nur so ein paar Spaziergänger, 2 Vans. Und ich glaube, solange man sich da unauffällig verhält, stört man auch niemanden. Zumindest grüßen die Spanier immer alle sehr, sehr nett. Und jetzt Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ich bin's nicht diesmal. Aber Fabi ist erkältet ein bisschen. Ja, jetzt schiebt sie mir die Schuld zu und sagt, wir müssen jetzt unbedingt weiter ins Warme fahren. Also habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen zurück zum Van gehen. Ja, aber ich glaube, es macht schon Sinn. Weil jetzt hier in Spanien sind die Temperaturunterschiede zwischen Nord-, Mittel- und Südspanien schon extrem. Also hier sind jetzt aktuell so ungefähr 6 Grad und im Süden Spaniens 21. Da ist halt die gesamte Klaviatur dazwischen. Also der Strand ist trotzdem hier traumhaft schön. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben hier nicht den besten Empfang. Und morgen ist Montag. Morgen müssen wir wieder arbeiten. Und dementsprechend brauchen wir morgen guten Internetempfang. Ja, aber wirklich, und wir sind hier und ich fühle mich schon irgendwie beruhigter und angekommener und entspannter, muss ich sagen. Doch? Das Meer halt. Das ist das Meer, das hat irgendwie was. Das löst es immer in uns aus, ja. Ja, aber das Frühstück war jetzt hier richtig lecker. Das war sehr schön. Du hast heute echt Hummeln im Arsch, oder? Das ist der Kaffee. Das ist der Kaffee. Kaffee hat mich aufgehummelt. Ja, wo sind wir gerade? Peñíscola. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Auf Deutsch bietet es sich an, es anders auszusprechen. Aber man muss sagen,
Ein cooler Platz. Wir haben uns jetzt ein bisschen von den anderen Wohnmobilen weggestellt und es verteilt sich hier alles so ein bisschen. Also jetzt sind so einzelne Parkbuchten. Eigentlich direkt an der Straße und vor allem direkt am Meer. Also mega schön. Es beginnt schon langsam voll zu werden. Es ist noch nicht Andalusien voll, glaube ich. Aber es kommen schon vermehrt jetzt Wohnmobile hier zum Vorschein. Aber es bietet sich halt auch einfach an. Hier sind traumhafte Stellplätze direkt am Meer. Ja, also es verteilt sich hier zum Glück, wie gesagt, ganz gut. Es fällt jetzt nicht so die Masse auf, aber ich glaube, je südlicher wir kommen, desto mehr wird es dann auffallen. Wir haben es jetzt auch schon bei Freunden in den Videos gesehen und lassen wir uns mal überraschen. Aber ich habe gerade schon so im Kopf 1, 2 Spots für die Kaffeepause morgen entdeckt. Ah ja, sehr gut. Da wissen wir schon, wo wir unseren Kaffee dann morgen nach der Arbeit trinken können. Oder als Pause. Oder als Pause. Wenn das mal kein spektakulärer Sonnenaufgang ist, dann weiß ich auch nicht. Wir sind gerade aufgewacht. Nein, halt, stopp. Wir sind gerade aufgestanden, so ungefähr zumindest. Und wurden hiermit belohnt. Das ist ja spektakulär. Also ist gleich schon wieder weg. Ja, verschwindet gleich hinter der dicken Wolkenfront, aber Fabi lag gerade im Bett und hat auf einmal gesagt, boah. Also und ich habe das weil ich schon am Arbeitsplatz saß und ich habe rausgeguckt, aber von da konnte ich es gar nicht sehen. Also wenn du jetzt nicht das Fenster aufgemacht hättest, hätten wir es verpasst. Nee, aber ein sehr schönes Licht, wirklich cool. Hat auch gleich alle anderen Camper oder Van-Menschen aus dem Vans geholt. Also hier stehen jetzt gerade schon 4, 5 Leute draußen. Es ist schon verrückt, wie viele Vans hier rein und raus fahren an diesem kleinen Platz. So ein bisschen, als ob das ein bezahlter Parkplatz hier wäre, wo einfach Tag ein, Tag aus die Kunden kommen und sich hier niederlassen. Also ich bin gespannt, wie das in Andalusien wird. Das ist ja jetzt wirklich hier noch der Norden von Spanien und in Andalusien wissen wir aus Erfahrung, aus eigener, dass es da gerade im Winter noch voller wird. Und ich bin schon ein bisschen gespannt, wie willkommen wir das sein werden. Heute Morgen sind tatsächlich Polizisten hier lang gefahren und haben geguckt, ob sich alle an die Regeln halten. Soweit hat sich hier keiner beschwert. Und es stehen schon viele hier. Es sind jetzt auch schon wieder viele gefahren. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich das in Spanien weiter verhalten wird, ob wir so willkommen sind, wie wir es letztes Jahr noch waren oder ob sich da irgendwas geändert hat. Aus Portugal hört man ja immer wieder ganz böse Geschichten. Mal gucken, ob die Andalusier allgemein keinen Bock mehr auf Vanlifer und den ganzen Trubel haben, weil es wird natürlich im Winter hier schon wirklich voll. Ich bin gespannt, wie es in Andalusien aussieht. Hier ist es noch, hält sich es noch in Grenzen, aber dann, je weiter südlich wir kommen, bin ich wirklich gespannt. Uns hat das Film diese Woche schon wieder richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, würden wir beide uns riesig über ein Like freuen. Das hilft uns als Content Creator, ja, einfach mehr Aufmerksamkeit zu erregen und weiter zu wachsen. Deswegen unterstützt wirklich die Leute, die sich Mühe geben für Videos mit einem Like. Das ist schnell gemacht. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Falls ihr ein weiteres Video von uns ansehen wollt, wir waren schon mal in der Gegend und da war es sehr, sehr stürmisch und da sind uns sehr wilde Sachen passiert. Dann schaut gerne das nächste Video hier an. Wir beide bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Anne arbeitet fleißig. Ich schneide jetzt das Video fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Macht's gut alle zusammen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen. Nein, du darfst nicht traurig sein.